Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Thunder Talks. Die Tage werden immer kürzer und kälter und wir versuchen, die kalte Jahreszeit, den Winter jetzt mal so zu überbrücken mit ein paar richtig heißen Mopeds von uns. Hier haben wir eine FXDR aufgebaut und normalerweise ist das Motorrad ja immer sehr sportlich von uns dargestellt mit richtig aggressivem Lackkleid und flachen Lenkerstummeln, und hier haben wir eine etwas edlere Variante, die aber nichts nachsteht. Nee, auf gar keinen Fall. Also als erstes fällt hier auch wirklich der Lack auf, der anders ist als bei den anderen FXDR-Umbauten. Hier haben wir den Chico dann mit ins Boot geholt für die Lackierung. Schlicht, aber trotzdem sehr edel mit den Goldakzenten und dem Schriftzug, auch mit dem Thunderbike-Schriftzug, wirklich sehr, sehr schön gemacht und sehr dezent. Ne? Ja, der Kundenwunsch ist super umgesetzt worden. Er wollte halt ein bisschen zurückgenommen, Ja. aber trotzdem sehr edel und auffällig. Und vor allen Dingen möchte der Kunde mit dem Motorrad auch fahren. Die Lenkerstummel sehen immer sehr sportlich aus und passen auch sehr gut zu dem Stil vom Motorrad und zur Linie. Aber mit den normalen Lenkeraufnahmen hier, mit den Reisern und unserem Torque-Lenker, hat man natürlich eine super angenehme Sitzposition, Ja. und kann mit dem Motorrad auch wirklich relativ gemütlich, ordentlich auch längere Strecken fahren. Das war dem Kunden auch sehr wichtig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt direkt beim Probesitzen auch, dass man eine ganz andere Sitzhaltung hat als bei den anderen FXDR-Modellen. Also halt auch wirklich wandelbar einfach, ne, von den Möglichkeiten, je nachdem, wie man da auch sitzen möchte. Ja, trotzdem haben wir hier unsere gewohnten Komponenten verbaut, unseren GP-Tank mit dem GP-Heck, unsere Einnahmschwinge mit den Radgrößen hinten 21, vorne 23 Zoll, mit den New-Digger-Rädern. Als Auspuff haben wir hier die Kestech-Variante gewählt, die sehr dynamisch ist, weil sie ein bisschen hochgezogen ist, und da streicht auch nochmal den sportlichen Look von dem Motorrad. Ich finde auch farblich passt das sehr gut dann zu den Goldakzenten, die wir ja einmal im Lack wiederfinden, aber auch hier am Luftfilter und dann an der Verschlussschraube von der Felge. Also vom Farbton her ist das wirklich sehr stimmig. Der Auspuff kriegt ja auch nochmal so ein bisschen Farbe, wenn er jetzt Genau. noch ein paar Mal heiß geworden ist. Ja, und dann haben wir hier natürlich mit dem Motor auch weitergemacht. Wie gesagt, wir haben unseren Luftfilterdeckel drillt verbaut. Wir haben den Motor komplett schwarz gepulvert, damit er einfach schöner und dezenter im Rahmen sitzt. Und vorne dann natürlich auch hier unseren GP-Bug-Spoiler in der langen Ausführung und genau, unseren Frontfender für 23 Zoll. Wir haben jetzt hier für das 23 Zoll Vorderrad unsere Gabelbrücke verbaut, die einfach ein bisschen mehr Rake hat. Und wir haben ja jetzt hier eine FXDR als Basis genommen, die es ja leider nicht mehr gibt. Aber so ein Umbau ist auch wirklich 1:1, auch mit der Gabel. Die hat ja eine Doppelscheibenbremse mit einer Breakout möglich. Also man kann eine Breakout nehmen und die im Prinzip dann auch so umbauen. Genau, wir bieten die Gabel als komplettes Kaufteil an. Also wenn jemand eine Breakout besitzt und sagt, er möchte gerne den Look von der FXDR haben, kann er bei uns eine komplette Gabeleinheit bestellen. Genau. Hat dann den Vorteil der Doppelscheibenbremse, also ein deutlich besseres Bremsverhalten, bisschen sportlicher, und kann halt den Look von so einer FXDR auch aus einer Breakout machen. Genau. Ja, dann hoffen wir mal, dass euch der Thunder Talk gefallen hat, und ich habe euch ja versprochen, dass wir noch ein paar andere heiße Bikes demnächst präsentieren werden und euch damit die kalte Jahreszeit so ein bisschen versüßen wollen. Das bleibt auch so, und bis dahin Wird noch ein viel bisschen Spaß, alles Gute, Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.